Buchungsrekord trotz Krise. Am Urlaub wird bei den Deutschen nicht gespart. Ich fliege nach Rom. Türkei, heiß war's. New York, teuer, aber sensationell. Nicht nur die Reisezahlen, auch die Preise sind vielerorts kräftig gestiegen. Generell gibt es Preissteigerungen in nahezu allen Ländern. Unter den klassischen Urlaubsländern sind die Preissteigerungen diesen Sommer in Kroatien am höchsten. Max unterwegs in Europa. Warum ist Urlaub so teuer geworden und wie wird es in den Herbstferien? Die Reiseweltmeister melden sich zurück. In den hessischen Sommerferien nutzten mehr als 4 Millionen Fluggäste den Frankfurter Flughafen. Mit 35 Millionen Passagieren war 2019 das Rekordjahr. 2022 waren es 24 Millionen. Dieses Jahr sind es bis einschließlich Juli schon 16 Millionen. Und das in nur 7 Monaten, trotz gestiegener Preise für Flugtickets um bis zu 53%. Es ist massiv teurer geworden. Ja, genau. Also ich fahre ja schon mehrmals in den USA und wenn ich jetzt das vergleiche zu früher und jetzt, ist schon stark angehoben. Ich finde halt alles sehr überteuert. Die Urlaube selber waren ja dieses Jahr schon viel teurer und dann vor Ort halt auch noch mal alles teurer. Also man müsste eben sogar im Hotel für das Internet bezahlen, was normal all die Jahre frei war. Für die zweite Zimmerkarte musste man bezahlen. Da wusste ich gar nicht, ob wir die 10 € zurückgekriegt haben. Haben wir nicht zurückgekriegt. Badetücher musste man bezahlen. Also die haben so gut wie für alles Geld genommen. Max unterwegs auf die Balearen. Preise für Übernachtungen liegen deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau, wie hier in einem Hostel auf Ibiza Anfang Juli. Haben Sie noch Zimmer in diesen Tagen? 1 oder 2, aber die gehen noch weg. Und was kosten die? 240 € ein Doppelzimmer pro Nacht in einer einfachen Unterkunft ohne Frühstück. Das ist Ibiza in diesem Sommer. In der Altstadt treffen wir eine Gruppe Jungs aus Frankfurt am Main. Wir sind hier im Airbnb, 15 Gehminuten von hier, relativ zentral, haben 10 Quadratmeter Zimmer zu dritt und zahlen dafür 4 Nächte 900 € und müssen ein geteiltes Badezimmer, geteilte Küche und ja, der geringste Standard, den man sich so vorstellen kann, was vielleicht in Deutschland ein Drittel kosten würde, also extrem. Und warum musste es Ibiza sein? Gut, ich hatte meinen runden Geburtstag gehabt und wollte hier das Nachtleben ein bisschen und die Insel erkunden und wollte mit Freunden eine schöne Zeit hier haben. Aber wir waren auch gestern in einer Diskothek gewesen, hat selbst das Wasser 13 € gekostet und Bier 16 € ein kleines. Also extrem teuer. Und so sieht es in diesem Jahr in ganz Europa aus, bestätigt Tourismusökonom Matthias Virgo von der Hochschule München. Wir haben höhere Kosten durch gestiegene Energiepreise, durch höhere Personalkosten, durch höhere Erzeugerpreise, also alles, was die höhere Inflation derzeit bedingt. Und das Ganze trifft auf eine wahnsinnig hohe Nachfrage und wahnsinnig hohe Zahlungsbereitschaft nach den Pandemiejahren. Unter den klassischen Urlaubsländern sind die Preissteigerungen diesen Sommer in Kroatien am höchsten. Stimmt das? Am Flughafen Frankfurt warten wir auf Reiserückkehrer aus Kroatien und fragen nach. Ich komme aus Kroatien. Und wie war's? Wunderschön, ein bisschen heiß und sehr teuer. Das war mal deutlich günstiger. Das ist, also wir haben ein bisschen Inflation bei uns, aber ich glaube, dort ist das um einiges härter. Und auch die kroatischen Zeitungen sind voll mit Berichten über die Teuerung. Seht euch die gepfefferten Preise an der Adria an, titelt die Zeitung Dnevnik. Und die Zeitung Slobodna Dalmacija schreibt, Urlaub auf den Malediven ist in diesem Jahr günstiger als in Kroatien. Inflation, die Umstellung von der Kuna zum Euro Anfang des Jahres. Für Matthias Virgo haben die Preissteigerungen vor allem eine Ursache. Generell gilt für Kroatien, was für alle Länder im Mittelmeerraum gilt, die Nachfrage in diesem Sommer ist besonders hoch. Das Gleiche erleben wir ja auch jedes Jahr innerhalb eines Jahres. Die Kapazität des Angebots ist die gleiche. In der Hauptsaison ist die Nachfrage höher, die Preise höher, in der Nebensaison die Nachfrage niedriger, die Preise niedriger. Und was wir diesen Sommer in der Hauptsaison erleben, ist eben eine sehr, sehr starke Nachfrage innerhalb der ohnehin schon sehr starken Hauptsaison. Und die Nachfrage ist wirklich hoch. Gab es 2009 hier rund 8 Millionen Übernachtungen, hat sich die Zahl bis 2022 mit fast 19 Millionen weit mehr als verdoppelt. Und 2023 gibt es einen neuen Buchungsrekord.
Unterm Strich ist der Sommerurlaub in diesem Jahr um bis zu 40% teurer geworden als vor der Pandemie. Noch ist die Zahlungsbereitschaft allerdings hoch. Ja, es hängt auch mit dem Älterwerden zusammen, dass man sagt, man muss die goldenen Jahre genießen, man muss jetzt aufholen. Ja, sicherlich, Corona war ein Rieseneinschnitt. Ja, es war jetzt auch mein erster Urlaub seit 3 Jahren, also wirklicher Urlaub. Und ich habe jetzt echt lange Geld auf die Seite gelegt und konnte mir jetzt richtig gönnen. Habe ich auch gemacht. Es gibt halt Dinge, wo man sagt, ja, es muss jetzt sein, man braucht es, man braucht die Entspannung, man braucht den Urlaub nach den Jahren, man will raus und man nimmt dann auch einen gewissen, eine gewisse Preisspanne nimmt man dann in Kauf. Und das müssen viele Touristen wohl auch weiterhin. Das Ausmaß der Preissteigerungen, also die Inflation geht zurück, die Inflation wird niedriger, sie verschwindet aber nicht. Ja, das heißt, die Preissteigerungen werden langsamer, das Preisniveau bleibt aber hoch. Darum müssen wir davon ausgehen, dass auch im kommenden Herbst und im kommenden Winter die Urlaubspreise teurer sind, als sie das in der Saison des Vorjahres waren. Fazit: Die Zeit der Schnäppchenreisen ist vorbei, zumindest in der Hochsaison. Doch davon lassen sich die Reiseweltmeister noch nicht abhalten. Für die Herbstferien